Can He-Man survive the doors of doom? No problem. The problem is he might be drained by Mosquitor, tangled by Squeeze, blown away by Blast Attack, frightened by Snakeface, or buzzed by Buzzsaw Hordak. 5 against 1, man. Like I said, no problem. Mosquitor, Blast Attack, Squeeze, Buzzsaw Hordak and Snakeface figures sold separately, new from the Masters of the Universe. Willkommen bei PlanetEternia TV. Zunächst einmal möchte ich mich wieder für das ganze Feedback bedanken, hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Nachdem ich mir beim letzten Mal einen Heroic Warrior angeguckt habe und davor schon einen Mitglied der Horde und 2 Evil Warriors, will ich heute mal die letzte Fraktion, die noch abgeht, angucken, und zwar ein Mitglied der Snakemen. Wie man hier sieht, den Snakeface, in dem Fall auf US-Karte. Der Snakeface ist in der 6. Wave erschienen und es gibt zum Snakeface auch eine Konzeptzeichnung vom Alan Tyler. Die sieht man jetzt hier. Die Farben sind komplett anders wie bei der finalen Figur, aber das Action-Feature kann man schon erkennen. Also die Schlangen, die aus dem Torso kommen, aus dem Mund und neben dem Kopf und aus den Augen. Also das war so die erste Zeichnung, die vom Snakeface bekannt ist. Hier seht ihr dann ein späteres Konzept von David Wolfram, der auch für viele andere Designs verantwortlich war. Und hier ist das Design schon sehr, sehr nah an der finalen Figur. Die Figur heißt hier allerdings noch anders, und zwar Medusa Man, aufgrund natürlich der gorgonenähnlichen Gestalt. Aber wirklich sehr, sehr schön vom Design her und sehr nah am Enddesign. Hier nun noch das Cross-Cell Art. Ist auch sehr nah an der finalen Figur, und mit diesen kleinen Zeichnungen wurden ja immer die weiteren Figuren auf der Kartenrückseite beworben. Hier der Snakeface, wie gesagt, auf US-Karte, den gab es selbstverständlich auch auf EU-Karte mit Doppellogo, auf einer Kanada-Doppellogo-Karte, und in Spanien kam er auch raus. Spanien hatte ja die Masters del Universo, anfangs mit Unilogo, später auch wie hier zu sehen mit Doppellogo. Und auf der spanischen Karte hieß der Snakeface nicht Snakeface, sondern Repticor. Das Repticor war auch auf der EU-Doppellogo-Karte abgedruckt. Selbstverständlich gibt es zum Snakeface auch eine Origin-Geschichte, die wird im Minicomic Revenge of the Snakeman erzählt. Das liegt auch hierbei, und zwar wird der Snakeface zusammen mit den Snakemen von den Elders im Void bzw. Nichts eingeschlossen und verbannt, und er kommt dann wieder frei, als King Hiss seine Macht mit der des Viper Towers bündelt und Snakeface und auch Squeeze aus ihrem Gefängnis befreit. Neben King Hiss ist er einer der mächtigsten Snakemen, da er seine Gegner zu Stein erstarren lassen kann. Allerdings ist er selbst gegen seine Kräfte nicht immun, genauso wie die anderen Snakemen. Nun möchte ich mir die Figur mal etwas genauer anschauen. Hier auf der US-Karte mit dem großen Masters of the Universe Logo und drunter das speziell gestaltete Snakeman-Logo. Das war ja bei allen Snakemen so vorhanden. Hier eine tolle Charakterzeichnung von Bruce Timm. Die gab es ja ab der 5. Wave bei einigen Charakteren und ab der 6. bei allen. Hier der Spruch Snakes strike out of face and body deutet das Action-Feature an. Man sieht hier die roten Schlangen, die können mittels eines Hebels nach vorne geschoben werden. Man kann auch den Torso aufklappen, zumindest diese 2 Schlangen, die man hier sieht. Dann das grüne Schlangenschild und im Hintergrund der dunkelgrüne Schlangenstab. Hier auch Blast Attack zu sehen, der war ja am Anfang bei den Schlangenmenschen dabei, wurde später eher zu Skeletor gezählt. Für Menschen mit Schlangenphobie ist der Snakeface natürlich eher ungeeignet, da er ja mehrere Schlangen in sich vereint. Hier nochmal ganz gut zu sehen der grüne Schlangenstab, der lag ja in verschiedenen Farben den Snakemen bei. Hier die Produktionsnummer noch, 1967. Die ist ja immer auf der Rückseite dann auch zu sehen. Hier die ganze Karte nochmal im Überblick. Ist wirklich eine sehr, sehr schöne Karte. Hier dann zu sehen die Cardback-Illustration, wieder gezeichnet von Aaron McCarthy. Links oben dreht sich Clamchamp um und dann setzt Snakeface sein Action-Feature ein und versteinert ihn. Wirklich sehr, sehr schön gestaltet und gezeichnet. Hier wird dann das Action-Feature mittels dieser kleinen Bildchen auch noch erklärt. Man muss den Hebel nach oben schieben und dann kommen die Schlangen heraus. Wie immer noch die Werbung für die anderen Figuren, die Heroic Warriors, die Evil Warriors und die Snakemen. Ganz interessantes Element, das Schuppendesign hinter den Snakemen. Hier rechts unten im Eck G3, also die 3. Auflage dieser Figur. Wirklich ein schönes Cardback und insgesamt eine tolle Figur.
Neben dem Origin aus dem Minicomic gibt es noch ein paar ganz interessante Infos im 1987er Styleguide, wie man ihn hier sieht. In diesem werden auch Hero und die kurz später eingestellte Powers of Grayskull Storyline erwähnt. Und es ist ganz interessant, dass neben He-Man mit seinem Zauberschwert auch Hero mit Hilfe seines Magiestabs die von Snakeface in Stein verwandelten Personen wieder zurückverwandeln kann. Einen weiteren Auftritt in den 80ern hat Snakeface im Marvel Star Comic Nummer 8 und in diesem Comic schließt er sich Hordak an, um einen Angriff auf den königlichen Palast zu starten. Er nutzt dort seine Kräfte, um die Gegner in Stein zu verwandeln, wird aber letztendlich selbst zu Stein, als He-Man mit Hilfe seines Schwertes seine Kräfte umkehrt. Und was ich da ganz bemerkenswert finde, dass sich häufig Snakemen den Horde-Kämpfern anschließen. Das passiert im Filmation-Cartoon bei Tonguelasher und Redlaw und eben hier bei Snakeface im Marvel Star Comic. Dann gibt es einen großen Sprung in die 2000er. Hier seht ihr nun den Snakeface auf einer Karte, gestaltet von den Four Horsemen und rausgebracht von NECA. Dieser Snakeface kam in der 4. Wave der Stactions raus, hier mit einer super Charakterzeichnung wieder und mit der Werbung für die anderen 2 Charaktere, die in der Wave rauskamen, und zwar der Leech und der Webster. Meiner Meinung nach die beste Wave überhaupt bei den Stactions. Ich habe den Snakeface nicht auf Karte, sondern in Anführungszeichen nur lose. Hier sieht man die Figur und das grandiose Design von den Four Horsemen. So stelle ich mir einen Bad Guy Snakeman vor. Richtig böser Blick, die Schlangen kommen heraus. Einfach ein grandioses Design. Das Schlangenschild wirklich sehr detailreich gestaltet. Und es ist sogar ein Action-Feature angedeutet. Die Schlangen beim Torso kann man rausklappen. Ich will jetzt hier nicht zu fest anziehen, weil ich Angst habe, dass es abbricht. Ist ja doch schon älter. Eigentlich gab es ja keine Action-Features, aber da der Snakeface schon für die Toyline designt war von den Four Horsemen, wurde das Design einfach übernommen und das wäre wahrscheinlich das Action-Feature gewesen. Im 2000X-Cartoon kam der Snakeface vor, deshalb war auch als Figur geplant. Der ist ja von Mike Young Productions und dort setzt er seine Kräfte zunächst gegen Clawful, Whiplash, Triclops und Merman ein, die er versteinert. Und He-Man kann aber auch hier mit Hilfe des Zauberschwerts seine Kräfte gegen ihn selbst umkehren und der Snakeface wird zu Stein und seitdem in einem eternianischen Gefängnis gelagert. Zusammenfassend kann ich sagen, dass das Staction-Design vom Snakeface mich absolut überzeugt hat und wirklich eine tolle Ergänzung für die Line. Selbstverständlich kam der Snakeface auch bei den Classics raus, wie man hier sieht. Ist sehr nah an der Vintage-Figur angelegt. Die Schlangen sind hier schon ausgefahren, gibt quasi kein Action-Feature, aber sehr, sehr schön designt. Ist auch das Schlangenschild vorhanden, leider nicht so detailreich wie bei der Staction, aber natürlich schon etwas detailreicher wie bei der Vintage-Figur, aber an Bemalung haben sie leider auch hier gespart. Hier mit dem Snakeman-Sticker, der ja bei allen Snakemen mit drauf war, und natürlich auch mit dem Stab. Dieser ist rechts hinter der Figur positioniert, man sieht hier den Kopf noch rausschauen. Im Prinzip ein schönes Update der Vintage-Figur ohne große Überraschungen. Hier die Backcard mit der Biografie vom Snakeface. In dieser wird erzählt, dass er dem Unnamed One diente und der Great Black Wizard stattet ihn mit seinen Kräften aus. Nachdem King Hiss zunächst sehr beeindruckt ist und ihn sogar befördert, werden die Snakemen von Zodak und dem Council of Elders wieder verbannt und erst 5000 Jahre später können sie entkommen, und zwar mit Hilfe von Evelyn und Cobra Khan, wie im 2000X-Cartoon. Danach kämpft Snakeface gegen die Masters und stirbt im Second Ultimate Battleground, und zwar durch die Hand von Sarod. Hier nochmal die 3 Versionen vom Snakeface im Überblick, wobei die Staction mein Favorit ist. Das war's auch schon wieder mit dem Review. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich freue mich wie immer über Kommentare auf PlanetEternia, YouTube, Instagram etc. Bis zum nächsten Mal.